Afrika, der dunkle Kontinent, die Wiege der Menschheit und ich wollte hier eigentlich gar nicht hin, aber dazu später mehr. In Hamburg möchte ich noch eine Münze prägen lassen. Geld einwerfen, kräftig kurbeln und zack, fertig. Jetzt kann die Reise beginnen. Copyright, Urheberrecht, Copyright. Ich hatte ja schon so eine Vorahnung und statistisch gesehen war ich wahrscheinlich einfach überfällig. 30 Minuten nach der Passkontrolle hieß es jedenfalls, die Gepäckausgabe sei beendet. Und das verbleibende unglückliche Dutzend, darunter auch ich, durfte ins Servicebüro. Nach knapp weiteren 2 Stunden bekam ich dann zu hören, aber wieso? Ihr Gepäck ist doch da. Grund dafür war, dass es jemand aus Versehen mitgenommen hatte, seinen Fehler bemerkt hat, es zurückgebracht hat, woraufhin es dann dort weggeschlossen wurde. Nun, ich kam also ein wenig später an meiner Unterkunft an als geplant und eigentlich würde ich sie euch ganz gern zeigen, sie gefällt mir recht gut. Aber, und ich glaube jetzt nicht, dass ich das sage, aus Sicherheitsgründen werde ich das erstmal nicht tun. Vor meiner Buchung habe ich mich natürlich auf der Seite des Auswärtigen Amtes informiert. Da stand dann so etwas wie, dass man bestimmte Teile der Stadt ganz meiden sollte und auch das Zentrum ist nachts keine gute Idee. Allerdings steht auf der Seite auch, dass man für den Besitz von Plastiktüten gegebenenfalls ins Gefängnis kommt. Andererseits hat mein Uber-Fahrer in bestimmten Gegenden sein Verhalten wie folgt beschrieben. Tür zu, Fenster hoch. Und am Flughafen, ich hatte ja genug Zeit, habe ich mir die Seite erneut angeschaut. Stand das mit den gezielten Ausspähungen und anschließenden Expressentführungen schon immer drin? Vielleicht sollte ich ja doch erstmal ein wenig vorsichtiger sein. Ach, und von der Polizei wurde ich auch schon aufgegriffen. Zukunftsmicha muss hier einmal dazwischen grätschen, denn es gab eine nicht unerhebliche Planänderung. Ursprünglich hatte ich mir überlegt, noch während meiner Reise die Videos nach und nach hochzuladen, davon bin ich aber abgerückt. Nun, das hat einen einfachen Grund. Ich möchte euch eigentlich alles zeigen und gleichzeitig möchte ich aber auch nicht, dass mir das während meiner Reise noch irgendwann auf die Füße fällt. Denn jetzt in dem Augenblick verstecke ich mich in diesem Park nicht nur vor der Polizei, sondern auch dem Militär und der Parkwache. Ja, Nairobi, die verbotene Stadt. Hätte ich auch gleich nach Nordkorea fahren können. Ey. Es ist hier so ein bisschen problematisch mit dem Film. Und naja, was soll ich sagen? Ich erkläre es euch mal am besten der Reihe nach. Nahezu direkt, als ich das erste Mal die Kamera zum Film rausgeholt habe, begrüßte mich auch gleich die Polizei. Einfach so filmen geht nicht. Terrorismusgefahr. Ich könne ja ein Späher sein, der die Lage auskundschaften will. Wir haben uns unterhalten und was soll ich sagen? Ich habe jetzt 2 Freunde bei der Polizei. Ich soll auf mich und meine Geräte aufpassen und umsichtiger sein bei dem, was ich filme. Und habe ich mich dran gehalten, hey, ich habe es zumindest probiert. Ich habe mir überlegt, im Park kann man doch sicherlich einfach mal so filmen und die Situation erklären, kein Problem. Und der Eintritt hier kostet normalerweise auch nur 50 Cent, aber fürs Fotografieren wollte man schon 10er, fürs Filmen sogar noch mehr und das habe ich dann wieder nicht eingesehen. Am Tag zuvor habe ich aber so ein riesiges Gelände mit Sportplätzen, Wiesen und sonstigem gesehen und dachte mir so, gehst halt dahin. Auf dem Weg dahin überflogen mich dann aber schon bereits 3 Militärhubschrauber und landeten auf genau dem Platz. Und da dachte ich mir bereits, wahrscheinlich keine gute Idee, das zu filmen. Aber, weil ich auch niemanden gesehen habe, habe ich mal fix zum Handy gegriffen und wurde nach bereits 2 Sekunden vom Militär angebrüllt. Die waren halt nicht so entspannt wie die Polizei am Tag zuvor. Tja, was soll ich sagen, für meinen Geschmack fiel das Wort Arrest ein wenig zu häufig und mir wurden so richtig schön die Leviten gelesen. Und als einer der beiden dann einfach irgendwann meinte, just go, habe ich mich sofort umgedreht, die Beine in die Hand genommen. Nicht, dass sie sich das noch mal anders überlegen. Nun, jetzt filme ich wieder im Park, undercover, deswegen auch nur hier mit dieser Handykamera. Vielleicht ist die Qualität nicht ganz so gut. Aber jedenfalls die Entscheidung, alles zu veröffentlichen, wenn ich das Land verlassen habe, ich glaube, daran sollte ich festhalten. Denn die Tatsache, dass ich das jetzt auch noch gezeigt habe, ich bin mir nicht sicher, ob ich noch mal in Kenia einreisen darf. Tja, aufgrund der geänderten Situation kann ich euch, glaube ich, auch die Unterkunft direkt zeigen. Hier also betrete ich nun mein Reich und ich werde empfangen in diesem, ja doch sehr geräumigen Wohnzimmer mit einer Durchreiche, dem Fernseher und hier haben wir nochmal einen Blick nach draußen, ein Balkon oder vielmehr eine Loggia.
Zum Preis werde ich insgesamt nochmal eine große Rechnung machen, aber auch hier gleich noch was zu sagen. Hier ist übrigens das Esszimmer. Wir haben eine Küche mit allem, was man braucht. Man muss natürlich die Lebensmittel selbst besorgen, aber ansonsten ist alles da. Ich werde auch gleich kochen. Hier draußen gibt es auch nochmal eine Waschmaschine. Ja, manche Dinge sind halt so. Zu den verbotenen Plastikbeuteln auch mal vielleicht was Interessantes. Dafür gibt es jetzt überall diese Netze hier. Ja, keine Ahnung. Also man mietet hier das Apartment und es gibt dann 1 von 3 Zimmern. Und die anderen beiden sind dann entsprechend verschlossen. Das ist das hier und das hier. Ich habe mich halt für dieses Zimmer entschieden. Hier schlafe ich also mit einem Badezimmer, das nun ja nicht luxuriös ist, aber alles bietet, was man braucht. Und einem Arbeitsplatz. Und das ist der springende Punkt. Die anderen beiden Zimmer haben das nämlich nicht. Wie gesagt, die sind für gewöhnlich verschlossen, aber ich verrate euch nicht wie. Jedenfalls habe ich Zugang. So sieht das eine aus. Auch da gibt es wieder ein Badezimmer. Und das dritte Zimmer sieht so aus. Auch mit eigenem Badezimmer. Hier das Bett. Ja, wie gesagt, 1 dieser beiden Zimmer würde mir reichen. Es wäre auch günstiger gewesen. Aber der feine Herr wollte ja ein Arbeitszimmer. Nun, und das Ganze hat jetzt 820 € für knapp 4 Wochen gekostet. Letztendlich habe ich doch noch einen Park gefunden, der kostenfrei ist und in dem wir ein wenig ungestörter sind. Und diese Gelegenheit möchte ich nun nutzen, um euch heute zum Abschluss des Tages zu erklären, warum ich hier bin, obwohl ich es eigentlich gar nicht sein wollte und was uns erwartet. Ich hielt Afrika immer für einen Ort, den man erst im Alter besucht. So richtig klischeehaft mit langen Strümpfen, kurzen Hosen und Safari-Helm. Und in meinen jungen Jahren, da wollte ich die wilderen Sachen machen. Und darum war Afrika für mich zunächst immer keine Option. Ist mein Besuch hier also nun ein leises Eingeständnis, älter zu werden? Na, ich hoffe nicht, denn es gibt hier auch genug wilde Dinge, die man erleben kann. Allerdings, ich merke gerade, es hilft meinem Argument nicht, dass ich wegen dem Wetter hier bin. Denn eines Tages, ich bin mir sehr sicher, es war im Winter, surfte ich im Internet und suchte nach Orten, an denen es das ganze Jahr über angenehm warm ist. So bin ich dann überraschenderweise auf Nairobi gestoßen. Am Äquator gelegen und sehr warm, aber wegen der hohen Lage nicht zu heiß. Das hat mich interessiert. Nairobi ist eine große, moderne Stadt, in der viele Kulturen aufeinandertreffen. Das wollte ich erleben, nicht als Tourist, sondern als jemand, der hier lebt. Und so tauchen wir beim nächsten Mal tiefer ein. Kleiner Nachschlag noch, denn es gab hier gerade einen richtigen Gänsehautmoment. Ich wollte noch etwas von der Szenerie filmen und dabei entdeckte ich diesen Kollegen hier. Unerwartet. So, ich hoffe, ich werde also nicht gefressen und wir sehen uns bald wieder.